Moin! Ich bin wieder zurück mit einem neuen Fortnite Battle Royale Video. Und in diesem Video geht es um das wichtigste Thema in Fortnite überhaupt. Peace Control. Also das Movement der gegnerischen Person im Kampf durch deine Builds zu beeinflussen oder zu lenken und im besten Fall die Person komplett einzuboxen und dann sicher zu eliminieren. In diesem Video zeige ich dir die häufigsten Fehler, die dabei gemacht werden, gebe dir Tipps, die dir helfen besser zu werden und zeige dir die aktuell beste Übungskarte im Kreativmodus, auf der du unbedingt anfangen solltest zu trainieren, falls du das momentan noch nicht tust. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Wir starten mit den Fehlern, die am meisten verbreitet sind. Denn falsch angewendet bringt dir Peace Control rein gar nichts, auch wenn du verdammt schnell bauen und editieren kannst. Viele sind zwar gut darin, andere einzuboxen, machen dabei aber einen großen Edit, bei dem die gegnerische Person sie gut treffen kann. Oder noch schlimmer, sie rennen in die Box zur gegnerischen Person. Das eigentliche Ziel von Peace Control ist es aber, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und den bekommt man nicht, wenn man selbst getroffen wird. Um das zu vermeiden, kannst du deine Builds mit einem Right Hand Peek durch ein Fenster platzieren. So hat die andere Person keine Chance, dich zu treffen und du kannst sie einfach eliminieren. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass du deine Builds durch ein Fenster oder andere Edits nur platzieren kannst, wenn du mit deinem Fadenkreuz wirklich auch durch das Fenster schaust. Das richtige Crosshair-Placement ist also die zwingende Grundlage, damit alle Builds wirklich platziert werden. Das bedeutet aber auch, dass du beim Peace Control nicht immer alle Wände nehmen kannst, da du sonst aus deinem Right Hand Peek hervorkommst. Die fehlende Wand kannst du aber einfach dann bauen, wenn die gegnerische Person dadurch entkommen will. Hier ein Beispiel aus einem Fight auf der 1v1 Map. Auch das Movement deines Charakters ist unglaublich wichtig. Wenn du zum Beispiel einen Edit auf die gegnerische Person machst und dabei zu sehen bist, kassierst du in den meisten Fällen erstmal einen Schuss. Gewöhne dir an, dass du bevor du einen Edit machst, immer erst nach links in Deckung gehst, so hast du einen Right Hand Peek und dein nächster Schuss ist komplett free. Jetzt kommen wir zur besten Übungskarte, die es aktuell gibt, um Peace Control zu trainieren. Die Peace Control Map 3 von Raider. Auf dieser Karte üben nicht nur Leute wie du und ich, sondern auch die Profis. Ein guter Grund mehr, regelmäßig auf dieser Map zu üben. Auf der Map findest du viele Übungen, mit denen du verschiedene Ingame-Situationen üben kannst. Wenn du auf die Kästchen schießt, kommst du direkt zur entsprechenden Übung und wenn du auf die Zahl schießt, bekommst du auch eine kurze Anleitung angezeigt, wie die Übung funktioniert. Auf der linken Seite findest du die Basic Peace Control. Das sind die Übungen, die besonders gut zum Einstieg sind. Ich spiele meistens nur die lilanen Übungen in der Mitte, aber ich empfehle dir, bei den grünen Übungen anzufangen und sie zu perfektionieren. So, wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam die erste Übung an. Hier steht ein Bot auf einer Rampe, den ihr erst einboxt und dann eliminiert. Dabei baust du zuerst die Cone, dann die Wand, editierst ein Fenster und boxt den Bot dadurch vollständig ein. Gehe, wenn du das Fenster editierst, nach links und eliminiere den Bot dann mit dem Right Hand Peek. Die Übungen auf der Map wiederholen sich unendlich. Du kannst sie einfach immer so lange machen, bis du merkst, dass du sie flüssig durchführen kannst und dabei keine Fehler machst. Mit einem Emote kommst du immer wieder zurück in die Lobby der Karte. Wenn du eine Übung gemacht hast, wird dir darüber immer angezeigt, wie viele Durchläufe du gemacht hast. Die verschiedenen Übungen helfen dir, dass das Bauen, Editieren und dein Movement ins Muskelgedächtnis gehen. So musst du später in den richtigen Kämpfen nicht mehr nachdenken, um bestimmte Moves zu machen und kannst dich voll auf die gegnerische Person konzentrieren. Da du Cones, also die Dächer, über größere Entfernung platzieren kannst als die anderen Builds, solltest du dir unbedingt antrainieren, erst die Cone in die nächste Box zu ziehen, bevor du die restlichen Builds drumherum platzierst. Ich werde in diesem Video nicht durch alle Übungen von dieser Map gehen, aber hier sind noch ein paar Übungen, die besonders hilfreich sind. In dieser Übung kannst du zum Beispiel trainieren, eine Wand aufzueditieren, wenn du eine Box von ihr entfernt bist. Dazu holst du die Blueprints von deiner Wand heraus und drückst im richtigen Moment auf Editieren. Eine Situation, die in-game besonders häufig passiert und angewendet werden kann, ist eine gegnerische Person von oben einzuboxen. Achte dabei auf das richtige Movement, also dass du beim Editieren nach links gehst und dass du zum Beispiel nicht aus Versehen zu weit nach vorne gehst und in die gegnerische Box fällst. Was ich besonders an dieser Map mag, ist, dass du die Übungen nicht so machen musst, wie sie vorgegeben sind. Du kannst beim Trainieren selbst kreativ sein und hast genug Raum, um andere Peace Control Methoden anzuwenden. Diese Übung solltest du auch unbedingt in dein Fighting-Repertoire mit aufnehmen. Dabei platzierst du eine Rampe durch die Wand hindurch und boxt dann die gegnerische Person, die nach links oder rechts die Box verlässt, ein. Extrem hilfreich, um Kämpfe schnell für dich zu entscheiden.
Versuche natürlich auch hier keinen großen Edit zu machen, sondern die Box durch ein Fenster zu bauen, damit du nicht gut getroffen werden kannst. Die letzte Übung auf der Karte ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen, da du hier auch kreativ sein kannst und den Bot auf viele verschiedene Weisen boxen kannst. Auf der rechten Seite der Map findest du außerdem Piece Control Tunnel. Hier kannst du üben, alle verfügbaren Builds zu bauen. Das kann dir zum Beispiel auch in Endgames helfen, dich durch bereits platzierte gegnerische Builds zu bewegen. Wenn du die Karte regelmäßig übst, wirst du schon bald merken, dass du Fortschritte machst und mit der Zeit wirst du immer wieder neue Erfolge feiern. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Und wenn du live dabei sein willst, wie ich Fortnite-Turniere spiele, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battlebus. Bis dann!